Ich begrüße Sie auf unserer Exkursion durch den Medienhafen in Düsseldorf. Warum habe ich mir den Medienhafen gerade für den Bereich der Architektur ausgesucht? Es ist ein städtebauliches Konzept, was entstanden ist vor ca. 30 Jahren, was ganz besonders ist. Es gibt hier Highlights von besonderen Architekten, was natürlich für die Stadt auch was städtebauliches, Markantes ist, und Gebäude, die revitalisiert wurden und umgenutzt wurden. Und die möchte ich Ihnen gerne jetzt gleich im Detail vorstellen. Wir befinden uns hier im Medienhafen in Düsseldorf. Das liegt südlich von der Innenstadt. Das ist hier dieser Bereich komplett. Da sind einzelne alte Hafenbecken vorhanden. Hier ist der Medienstandort, der neue Zollhof, und wir stehen gerade hier an dieser Stelle und sehen dann hier auch später die neueren Gebäude. Und hier liegt Unterbilk, einfach für die Orientierung. Hier haben wir den Rhein. Wir werden hier jetzt die einzelnen Straßen am Handelshafen, Speditionsstraße, Kesselstraße, die Franziostraße ablaufen. Da möchte ich Ihnen gerne einige Gebäude, neue Gebäude zeigen, revitalisierte Gebäude, die sich natürlich architektonisch sehr gut auch in das Gebiet einfügen. Ja, der Düsseldorfer Medienhafen ist ein altes Hafengelände, ein alter Zollhafen, der vor circa über 100 Jahren entstanden ist. Und über die ganzen Jahrzehnte hat er sich immer wieder verändert. Es gibt alte Hafenbecken, die sich dann, oder die man gefüllt hat, um dort vielleicht auch wieder Landgewinnung zu bekommen, um Gebäude dort zu errichten. Und irgendwann in den 70er Jahren ist das Konzept entstanden, dass man hier diesen Medienhafen konzipiert hat. Ein Medienhafen deshalb, weil der Ursprungsgedanke darin lag, dass hier mediale Unternehmen oder Unternehmen der Medienbranche sich ansiedeln sollten. Und inzwischen sind hier über 800 Firmen auch angesiedelt, was ganz spannend ist. Aber es ist natürlich bei 800 Firmen nicht ganz nutzbar. Wir haben auch Firmen aus der Modebranche, es gibt verschiedene Nutzungskonzepte, gastronomische Sachen, die natürlich jetzt hier dieses Leben in diesem Stadtteil, in diesen neuen geschaffenen Stadtteilen auch ausmachen. Sie müssen sich vorstellen, vor 50, 60, 70 Jahren, so in den 60er, 70er Jahren, war das ein Stadtteil, der wirklich ein Unort gewesen ist. Und ein Unort, wo die Stadt irgendwie das eher als Abgrenzung sah. Also man wollte hier nicht leben. Und dieser Stadtteil hat sich komplett natürlich gewandelt durch dieses neue Konzept, dieses Medienkonzept, durch die gastronomischen Ideen, die hier auch hinterstehen. Also ein sehr spannender Ort für Düsseldorf. Im Hintergrund sehen Sie das Düsseldorfer Stadttor. Das ist neben den Gary-Bauten hier im Medienhafen eines der wichtigsten Architekturen in der Stadt, weil es so das Einfahrtstor aus der südlichen Richtung von Düsseldorf ist. Und man fährt sogar unter dem Gebäude durch in den Tunnel hier rein, in den Rheinufertunnel. Und man sieht es auch schon von der Form. Sie sehen es in der Mitte, dieses große Glasatrium. Das ist dann architektonisch diese Torsituation. Und die Architekten Petzinka, die das realisiert haben in den 90er Jahren, haben natürlich damit auch ein sehr signifikantes architektonisches Merkmal gerade südlich der Stadt errichtet. Und Formfindung ist in der Architektur was ganz Besonderes. Also wie kommt man zu einem idealen Konzept, zu einem architektonischen Konzept? Und man leitet natürlich irgendwo immer die Funktion her. Die Funktion, handelt es sich hier um ein Bürogebäude, die Funktion des Ortes, der Kontext zum Ort, und da ist natürlich diese Torsituation, die die Architekten sich da überlegt haben, was ganz Besonderes. Im Hintergrund sehen Sie eigentlich die wichtigsten Gebäude des Medienhafen. Das sind die Gebäude von Frank O'Gary, einem amerikanischen Architekten. Das ist so der Auftakt eigentlich dieses Stadtviertels. Und für Düsseldorf total bekannt, weil sie sind auf jeder Postkarte drauf. Und man sieht schon so ein bisschen an den Formen, die Sie dort erkennen, auch an der Materialität. Wir haben ein weißes Gebäude, wir haben in der Mitte ein verspiegeltes Gebäude. Das hat so eine Metalloberfläche, und ganz außen rechts sehen Sie ein Gebäude, was mit einer Ziegelfassade bekleidet ist. Und Frank O'Gary ist bekannt für diese sehr besonderen architektonischen Formen. Und wenn Sie genau hinsehen, können Sie 3 Unterschiede merken. Haben Sie eine Idee, welche Unterschiede das sind?
Ja, die Unterschiede, die Sie dort sehen, sind in der Formgebung. Die sieht man gar nicht auf den ersten Blick. Das weiße Gebäude hat eher eine sehr runde, eine Wellenform. Wobei das eckige, beziehungsweise das Ziegelgebäude so die eckige Fassade hat, also sehr, sehr kantige Formen in sich trägt. Und in der Mitte ist eine komplette Rundung gegeben. Und das sind so die kleinen Feinheiten, die diese drei Gebäudeformen auch ausmachen, neben natürlich auch der Höhe. Wir haben hier verschiedene Geschosshöhen, vom 11. Geschoss bei dem weißen bis zum 7. bei dem mittleren, bei dem niedrigen Baukörper. Also es ist natürlich ein sehr städtebauliches, eine markante Struktur, die dort entstanden ist. Und Frank O'Gary ist, wie gesagt, sehr bekannt deshalb. Und man kann sagen, es ist eine Marke, die sich Düsseldorf mit dieser Architektur hier nach Düsseldorf geholt hat und natürlich auch damit sehr repräsentativ für so eine Stadt ist. Und da sehen Sie, wie wichtig auch eine gute Architektur sein kann. Also Architektur ist was Langfristiges. So ein Gebäude steht dann im besten Fall über 100 Jahre dort und ist natürlich sehr signifikant auch für erstens den Ort, für die Stadt, aber auch natürlich für das Marketing einer Stadt. Und wenn Sie jetzt noch mal genau hinsehen, was die Materialitäten betrifft, und Sie sehen in der Mitte das verspiegelte Gebäude, das schluckt so ein bisschen das weiße und das Ziegelgebäude weg, weil es das natürlich dann auch reflektiert und in sich spiegelt. Das war so der Grundgedanke, den Frank O'Gary auch dahinter hatte, dass das mittlere Gebäude das weiße und das Ziegelgebäude spiegeln sollte. Und ja, beim Ziegel ist es eher ein Material, was sich auch hier gerade in alten Hafengebäuden wiederfindet. Gerade der Ziegelstein bei alten Speichergebäuden, das ist so ein bisschen der Kontext aus der Materialität, die dort entstanden ist. Und wir gehen jetzt gleich mal detaillierter an die Gebäude heran. Da möchte ich Ihnen was gerne auch zu den Fenstern zeigen und zu den Formen, wie ich sie gerade schon beschrieben habe. Ja, wir befinden uns ja jetzt hier nah an dem Gebäude von Frank O'Gary und Sie sehen hier schon ein ganz schönes Detail. Man hat diesen Platz, diese Oberflächenstruktur, hat man unter das Gebäude durchgeführt. Normalerweise ist es ja so, dass man vielleicht einen Grünstreifen hat oder einen Randstreifen an dem Gebäude. Aber Frank O'Gary hat es hier ganz bewusst so ausgeführt, dass dieser Platz unter das Gebäude durchführt oder hinwegführt und das Gebäude sehr leicht und sehr leicht aufsitzt. Und das ist ein städtebauliches Merkmal, weil diese drei Gebäudekörper dann hier auf diesem Platz nur sehr leicht irgendwie auch platziert wirken. In der Materialität ist es so, Sie sehen hier das silberne Gebäude, wie wichtig das Material ist. Material gibt einen gewissen Ausdruck in der Architektur wieder. Und wenn man sich für das richtige Material, oder was ist eigentlich das richtige Material, das ist die andere Frage, aber wenn man sich für das Material entscheidet, hier wie dieses Silberne, ist es so, dass man natürlich hier eine Form hat, die durch diese Rundung entstanden ist und man muss überlegen, was kann man da auch einsetzen. Dieses Alublech ermöglicht natürlich hier auch die Formfindung, die hier angedacht war, auch hier wieder zu spiegeln. Es ist eine gewisse Dauerhaftigkeit in der Materialität und andererseits hat es natürlich den Eindruck, den konzeptionellen Grundgedanken hier die ganze Umgebung auch wieder zu spiegeln. Und das war ja auch der Gedanke, den Frank O'Gary dahinter verfolgt hat. Auf der anderen Seite sehen wir das weiß verputzte Gebäude und das hat natürlich eine ganz andere Oberflächenqualität. Es ist sehr monoton, es hat keine Struktur wie bei dem Metallgebäude, es ist eine sehr glatte Fläche, die natürlich aber auch ihre Anfälligkeit besitzt. Und wenn man genau hinsieht, an den Fenstern gibt es zum Beispiel so dunkle Wassernasen. Das sind durch diese besonderen Fensterformen irgendwie aufgrund der Witterung entstandene Schäden, die natürlich dann bei der Materialwahl ganz bewusst gewählt werden oder akzeptiert werden müssen. Das ist ganz wichtig, denn hier, wie man sich für ein Material auch entscheidet, was dann hinterher vielleicht auch eine Dauerhaftigkeit bedeutet. Und man sieht es an den zwei Formen. Wir haben ja das weiße Gebäude, was hier seine sehr große, runde Form besitzt. Und auf der anderen Seite das Metallgebäude, was so kleine Wellen hat. Wie schwierig ist, sowas auch baulich umzusetzen. Und der Computer ist natürlich ein Hilfsmittel, was es hier erst ermöglichen kann. Und der Computer bietet hier eine Vorfertigung von Betonfertigteilen, die wie so ein Stapelsystem aufeinander gestapelt werden. Und dann dieses natürlich genau ermöglichen, hier wie so ein Tetris-Spiel letztendlich die Baukörper aufeinander zu setzen und das auch baulich umzusetzen. Und da zeigt es sich wieder, dass der Computer ein ganz wichtiges Instrument ist, um solche besonderen Baukörper auch dann zu realisieren. Ja, im Hintergrund sehen Sie ein ganz schönes städtebauliches Detail. Das ist diese Brücke mit diesem Kubus, der mitten in dem Wasser gestellt wurde. Es ist natürlich schwierig, wenn man hier so mehrere Inselzungen aufgrund dieser Beckensituation städtebaulich vorfindet. Wie verbindet man das? Und
Die Architekten haben hier ein ganz schönes Detail gewählt. Erstmal eine sehr leichte Konstruktion. Ne? Es ist normalerweise recht schwierig, über so eine Spannweite was auch konstruktiv und architektonisch umzusetzen. Das wirkt durch diese Glasbrüstung dann auch sehr leicht und sehr transparent. Aber ein schönes Detail ist natürlich dieser Kubus. Es ist ein Restaurant, was mitten auf dieser Brücke angegliedert ist. Es gibt im unteren Bereich so einen Steg, wo man auch dann draußen sitzen kann, so eine Plattform. Und das ist natürlich was Besonderes, weil sie ja auch den Kontext des Ortes hier wieder beziehen. Also Wasser, ja, und das ist natürlich hier auch dann diese Außenterrasse, die sehr schön ist. Und gerade diese Verbindung zwischen diesen zwei Inseln, die das natürlich dann auch irgendwie die zwei Inseln miteinander verbindet. Ja, im Hintergrund sehen Sie jetzt diesen alten Industriekran. Das ist natürlich ein Relikt aus der Zeit, als hier noch Industrie stattgefunden hat. Und das ist ein ganz wichtiges Merkmal für den Hafen, dass man sowas erhält und auch städtebaulich erhält. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, um solche Sachen auch irgendwo im Hafengebiet wiederzufinden. Daneben befindet sich ein ganz wichtiges Gebäude von David Chipperfield, einem Architekten, international bekannten Architekten, der hier sich natürlich städtebaulich ganz besondere Gedanken gemacht hat. Sie sehen gerade im oberen Bereich dieses große Fenster über mehrere Etagen. Dieses große Fenster soll so einfach den Blick auf das Hafenbecken noch mal zeigen. Also man hat hier erstmal einen Hochpunkt architektonisch, einen Hochpunkt, der sich dann über dieses Fenster hin öffnet und diesen Fensterbereich einfach auch noch mal hin öffnet, auch gerade in Blickbezug zum Hafen zeigt. Und wenn man auf das Material guckt, auch die Auswahl des Materials, man sieht hier diesen Sichtbeton, den David Chipperfield auch ganz bewusst gewählt hat, so ein bisschen robust einfach in der Qualität zu sein, einfach gegenüber der Funktion dieses alte Hafengelände, dass sich das einfach hier im Kontext des Ortes dann auch widerspiegelt. Wir werfen jetzt mal einen Blick zurück auf den Weg, wo wir hergekommen sind. Und wenn Sie sich die Architektur mal genau im Detail ansehen, dann ist das natürlich eine ganz spannende Architektur, die sehr unterschiedlich ist. Das erste Gebäude hat so eine Tonne als Dachkonstruktion, das nächste eine Welle, dann biegt sich da in der Fassade was Rundes raus. Das sind alles Merkmale, die natürlich irgendwo den Kontext des Ortes auch darstellen und einfach den Bezug zum Wasser hier widerspiegeln. Die Welle natürlich Wasser, der Rhein. Also hier ist es ganz wichtig, dass man sich konzeptionell erstmal Grundgedanken zu dem Ort macht und den Genius Loci, das ist so der Geist des Ortes, dass man den in die Architektur dann auch widerspiegelt. Bei unserem Rundgang machen wir hier einen kleinen Zwischenstopp hier gerade am Ende dieses Hafenbeckens. Das ist ein Gebäude, was ein holländischer Architekt entwickelt hat. Und Sie sehen im unteren Bereich ein altes Industriegebäude aus der Hafenzeit. Darüber überkragend so einen großen Freiträger mit dieser Stahlkonstruktion, der so zu schweben scheint, so ein Bügel. Dort befindet sich eine Werbeagentur und dieses Gebäude ist eigentlich so was ganz Besonderes. Man hat im unteren Bereich einmal die Historie, was unter Denkmalschutz stehendes und darüber was Neues und was man hier dann zusammengebracht hat, auch architektonisch. Und man kann erkennen, gerade bei dem oberen Gebäude, dass es wie so ein Fenster wirkt, was so in Richtung Stadt zeigt. Ne? Also es ist sehr schwebend, deswegen sehen Sie auf der einen Seite diese großen Stahlträger, die die Konstruktion möglich machen, damit das so ohne Stützen dann auch in diesen Wasserraum, in diesem Hafenbecken auskragen kann und zeigt natürlich eine Besonderheit als Abschluss gerade für dieses Hafenbecken. Auf der anderen Seite nochmal im Detail dieses alte Hafenspeichergebäude, was man erhalten hat, wo dort eine Modeagentur ansässig ist und man natürlich gerade mit vorhandenen Substanzen wie Fensteröffnung, mit runden Fenstern, mit kleinen Fenstern umgehen muss, um natürlich sich auch hier Gedanken zu machen, wie kriegt man dort eine Nutzung unter, wie kann man dort einen Grundriss organisieren, gerade auch in Bezug auf eine bestehende Fassade. Aber meines Erachtens ein ganz wichtiges Gebäude im Hafen, weil das einfach die Historie zeigt. Ja, hier im Hintergrund sehen Sie zwei Gebäude. Ein recht kleines, das nimmt man fast kaum wahr, das zwischen diesem alten Gebäude und dem Hochhaus
entstanden ist. Das ist von einem japanischen Architekten und das Hochhaus ist von einem amerikanischen Architekten entstanden. Jetzt fragt man sich, wie kommen so internationale Architekten ja nach Düsseldorf und wie entstehen solche Architekturen? Und man hat das Grundstück, die Fläche hat man und sucht natürlich dafür ein besonderes Gebäude und vielleicht eine besondere Architektur. Und es sind internationale Wettbewerbe dort umgesetzt worden und hier angefangen mit diesem sehr kleinen und sehr unscheinbaren Gebäude. Es ist aber ein ganz spannendes Haus, weil das erstmal in dieser kleinen Form Besonderheiten hat durch diese Materialität. Das ist eine Metallfassade, die dort entstanden ist und auch durch die Positionierung der Fenster, wie sie sich dort auch genau städtebaulich zum Kontext des alten Gebäudes einfügt. Ja, und später entstand das hintere Hochhaus von Helmut Jahn, einem amerikanischen Architekten. Und da sehen Sie, was sehr schön ist, es ist eine sehr, sehr schlanke Form, eine sehr schlanke Figur. Und ja, diese Fassade schuppt sich total, also schuppt sich dann in der Optik und hat dadurch natürlich eine Besonderheit, weil es so eine Ellipse in der Grundform ist. Und dann natürlich auch nochmal hier als Abschluss des Hafensbeckens dann durch diesen Hochpunkt eine Besonderheit zeigt. Haben Sie eine Idee, warum man jetzt zum Beispiel Hochhäuser dort realisiert, warum man Altbauten hat, niedrige Gebäude? Das ist natürlich alles aus dem städtebaulichen Konzept entstanden. Das heißt, irgendein Stadtplaner, ein Architekt macht sich dazu Gedanken, wie jetzt überhaupt Gebäude nacheinander irgendwie dort entstehen. Auch dann gibt es eine Überlegung, ob es Hochpunkte, an welchen Stellen es die Hochpunkte gibt, also Hochhäuser entstehen, welche alten Gebäude man vielleicht auch übrig lässt und auch vielleicht umnutzt, bestehen lässt. Das ist ein gesamtstädtebauliches Konzept. Das ist damals durch einen städtebaulichen Wettbewerb entstanden. Da haben sich mehrere Architekturbüros beworben mit Ideen und ja, das beste Konzept wurde dann durch eine Jury entschieden und ausgewählt. Und das ist dann hier jetzt das, was auch umgesetzt wurde. Erstmal rein städtebaulich betrachtet. Und wenn man sich jedes Gebäude einzeln ansieht, ist es halt jedes Gebäude von einem anderen Architekten auch entwickelt worden. Und Sie sehen ja hier verschiedene Hochpunkte. Hochpunkte sind diese Hochhäuser, die wirklich unterschiedlich natürlich gestaltet wurden und sehr von namhaften Architekten auch realisiert wurden. Und man sieht zwischendrin dann auch einfach diese alten Speichergebäude. Das sind Merkmale dieser alten Ziegelgebäude, die man natürlich bewusst erhalten hat, um auch bewusst hier die Historie des Ortes auch nochmal zu zeigen. Man hätte sich einerseits natürlich entscheiden können, die abzureißen, aber der Charakter einfach durch diese alten Gebäude ist ganz wichtig und den auch zu tragen. Und das macht es natürlich dann auch gestalterisch aus, wenn Sie das sehen, wie wichtig alt und neu hier auch zusammenfinden. Und man auch eine gute Funktion, eine Nachfunktion, also was kann man dort auch integrieren, für ein Nutzungskonzept integrieren. Bürogebäude zum Beispiel, da finden sich Modeagenturen wieder, Werbeagenturen finden sich dort oder Hotels, also verschiedene Nutzungen, die dort in diesen alten und neuen Gebäuden zusammenfinden. Wenn man jetzt dann auch sich weiter von auf der einen Seite diese Altsubstanzen ansieht und wir mal hier weitergehen in diese Richtung, gerade bei diesen Strukturen. Sie sehen am Endpunkt ein Hochhaus, das ist ein Hotel und ein Bürogebäude. Das ist so der Endpunkt dieser Inselzunge, die dort entstanden ist. Und man hat ganz bewusst auch ja, städtebaulich, Sie sehen so ein bisschen diese Überkragung des Baukörpers, ja, diese Überkragung gewählt, weil man dort ja auch natürlich hier eine Besonderheit hat, erstmal von der Höhe, weil das der Schlusspunkt städtebaulich ist und andererseits vielleicht auch, wenn Sie jetzt sich einen Baukran oder hier so einen Baukran, so einen Hafenkran vorstellen, dass der natürlich irgendwo eine Assoziation irgendwie in dieser Formgebung auch dort wiederfindet. Und die Besonderheit ist tatsächlich ja, diese Lücke zwischen den zwei Gebäuden. Es gibt hier eine große Freitreppe, die auf eine zusätzliche Ebene stößt und die schauen wir uns gleich noch mal im Detail an. Es ist Ihnen wahrscheinlich schon das bunte Gebäude die ganze Zeit aufgefallen. Das ist ein Gebäude, was so als erstes Hochhaus hier im Hafen auch entstanden ist. Der Architekt hat hier sich Gedanken gemacht, wie man ja einfach vielleicht auch eine Belebbarkeit in diesen Hafen, diese neue Funktion bringt. Und er hat sich halt dieses Farbspektrum überlegt. Das scheint erstmal eine Willkür zu sein, aber es steckt da schon ein System hinter, weil man genau das sich ansieht, gibt es immer wieder eine Drehung dieser Fassadenelemente, dieser farblichen Rechtecke, die sich dann teilweise gerade in diesem Farbspektrum wiederfinden.
Ich kann Ihnen sagen, es war gar nicht einfach zu vermieten, weil Mieter tatsächlich ja irgendwo auch gerade aus der Innenperspektive immer ein Problem mit diesen Elementen hatten, weil das natürlich beeinflussend ist für die Funktion im Innenraum. Das Gebäude stand eine Zeit lang leer. Man hat dann irgendwann überlegt, was kann man jetzt aus dem Gebäude machen, und da ist man auf die Idee gekommen, vielleicht ein Hotel daraus zu nutzen. Und inzwischen ist es ein Hotel, und wenn Sie sich das Dach oben auf der Fläche angucken, das ist ein rotes, auskragendes Element, das ist das Technikgeschoss. Soll natürlich auch gerade in der Formfindung so ein bisschen auch signifikant für diesen Ort bilden oder den Ort auch signifikant darstellen. Das leuchtet abends auch in Rot, und das ist eigentlich ganz spannend, weil das natürlich eine Besonderheit hier gerade in dieser Hafensituation ist. Und wenn Sie mal in Düsseldorf sind, darunter befindet sich die Hotelbar, ein ganz spannender Ausblick auf die Stadt. Ja, wir befinden uns jetzt hier am Endpunkt der Speditionsstraße. Wir haben hier durch diese zwei Gebäude einen städtebaulichen Akzent, ja einen Abschluss eigentlich dieser Inselzunge. Und auf der einen Seite ist das Hotel, auf der anderen Seite haben wir hier ein Bürogebäude. Und wenn Sie sich mal diese Strukturen angucken, das wirkt schon ein bisschen sehr großstädtisch. Man hat fast das Gefühl, wir wären hier mitten in New York. Also gerade diese Hochhaus, diese Dynamik. Und was ganz spannend ist, was hier natürlich umgesetzt wurde, ist einfach diese Fassadenstruktur, diese Dynamik dieser Elemente, die so einfach ins Unendliche ragen. Man hat gar keine Gliederung der einzelnen Geschosse, und das macht es irgendwie besonders. Und gerade natürlich dazwischen diese große Freitreppe, die auf hier eine neue Plattform sich ja bildet. Und hier oben, da lade ich Sie mal ein, kommt mal hoch, dann zeige ich euch, was hier oben auch passiert. Wir befinden uns jetzt hier auf der oberen Ebene zwischen diesen zwei Gebäuden. Auf der oberen Ebene heißt, dass hier auf dieser ganzen Fläche, ja, eigentlich hier drunter befindet sich das Restaurant des Hotels, und es gibt dort auch noch einen Veranstaltungsraum. Also es hat eine Funktion, diese Fläche. Außenrum ist die komplett verglast, mit Blick natürlich auf die Stadt, auf den Rhein. Aber eine Besonderheit ist mit Sicherheit auch hier diese silberne Kugel, die auf diesem Plateau auch angebracht wurde. Die silberne Kugel, das ist eine Bar des Hotels, und man kann von unten, von dem Restaurant über eine Wendeltreppe in diese Bar gehen. Und man hat natürlich hier architektonisch, städtebaulich hier auch extra bewusst eine Freiform gewählt. Also wenn Sie sich jetzt vorstellen, das wäre was Eckiges, wäre das vielleicht gar nicht so im Kontext zu dieser städtebaulichen Situation passend. Deswegen hat man hier diese freie Form, dieses Ei als Abschluss einfach auch hier aufgesetzt und hat hier ein Material gewählt mit diesem Metall, was natürlich auch hier den Ort einfach nochmal reflektiert. Und es ist halt diese Besonderheit dieser Bar, die dann natürlich auch hier vom Hotel gerade in Bezug zum Außenraum genutzt werden kann. Irgendwann ist jedes Grundstück bebaut, und da ist die Frage, wie geht man natürlich mit einer weiteren Konzeption gerade in diesem Hafengebiet um. Und wenn Sie im Hintergrund sich dieses ja, alte Gebäude bzw. mit dem neuen Gebäude ansehen, dort ist die Plange Mühle, und man hat dort eine weitere Inselzunge beplant. Und das entwickelt sich halt immer weiter. Das ist ein klassisches Thema einer Projektentwicklung. Dort hat der Architekt Ingenhofen sein eigenes Büro auch als Standort platziert. Das ist dieses weiße Gebäude. Das ist eine ehemalige Inselzunge, die ja früher so ein Weizenmühlengelände gewesen ist. Also dort wird Mehl produziert. Ja, diese Nachnutzung, also dieser Turm steht unter Denkmalschutz. Man hat dann rechts und links davon ein neues Gebäude so eingeklammert mit ja, einer heutigen Nutzung wie unter anderem dem Architekturbüro. Aber auch dahinter liegend finden Sie so ein altes Gebäude, was auch jetzt gerade umgebaut wird. Und so entwickelt sich das immer weiter. Und man nutzt dann auch diese mittlere Inselzunge, die auch ein langfristiges Projekt ist, was dann nach und nach bebaut werden wird. Also so entsteht langsam dieser Medienhafen immer weiter und entwickelt sich natürlich immer weiter, auch was die einzelnen Grundstücke betrifft.
Ja, hier im Hintergrund der Speditionsstraße sehen Sie 2 Hochhäuser und die sind gerade fertiggestellt worden. Es handelt sich hier immer wieder um natürlich Projekte. Es gibt weiterhin Baustellen und das sind 2 Hochhäuser, so die einzigen Wohnnutzung tatsächlich hier im Medienhafen. Denn eigentlich war es städtebaulich gar nicht vorgesehen, dass man hier Wohnen auch ansiedelt, weil einmal der Schiffsverkehr hier ein Lärmfaktor ist und Geruchsbelästigung vielleicht gegeben sein können. Deswegen hatte man sich damals dafür entschieden, hier auch keine Wohnfunktion anzuordnen. Deshalb aber gab es eine Abweichung und man hat diese besonderen Türme, diese 2 Hochpunkte hier in der Speditionsstraße realisiert und ja, das sind Apartmentwohnungen, recht hochpreisige Wohnungen, die gerade fertiggestellt wurden. Und Sie sehen so ein bisschen an der Fassade, die haben oben so eine begrünte Krone und man sagt auch so 2 Königskinder dazu. Und diese Krone ist so der Abschluss, einmal auch architektonisch, was irgendwie ganz gut erkennbar ist, irgendwie diese Staffelung durch diese einzelnen Ebenen, dass man einfach eine Ablesbarkeit der einzelnen Geschosse lesen kann. Und oben auf der oberen Ebene sehen Sie auch diese Öffnung noch in dieser grünen Krone. Dort befindet sich ein großer Dachgarten. Also ein ganz spannendes Wohnprojekt, aber ja auch sehr teuer und mit Sicherheit ein schönes Projekt hier im Medienhafen. Im Hintergrund sehen Sie die Firmenzentrale der Firma Trivago. Das Besondere dieser Architektur ist, dass die ja auf einem Grundstück steht, was so eigentlich der Endpunkt dieses Hafengeländes ist. Und das Gebäude ist sehr organisch geformt und man kann so ein bisschen erahnen an der Fassadenstruktur und auch gerade an der Erweiterung des Hochhauses, was Sie im Hintergrund sehen, ist ein Erweiterungsgebäude, auch für die Büronutzung oder für das Unternehmen Trivago. Und das Besondere ist einfach die Funktion im Innenraum. Und hier hat man ja dieses ja, sehr flexible Arbeiten realisiert. Sie finden auf der Dachterrasse einen Jogging-Loop zum Beispiel, ganz innovative Konzepte, was die Büroform betrifft, ein sehr offenes Miteinanderarbeiten, ja, ein sehr schöner Innenhof, der sehr flexibel gestaltet werden kann. Also erstens ein spannendes Gebäude von außen in der Grundform, aber mit Sicherheit auch gerade für die Mitarbeiter ein sehr spannender Innenraum. Sie sehen hier auf der Seite ein Gebäude von der Firma E.ON. Das ist irgendwie ja vielleicht auch schon 5, 6, 7, 8 Jahre alt. Und auf der anderen gegenüberliegenden Seite ist ein Gebäude, was gerade entstanden ist von Renzo Piano, einem italienischen Architekten, der bekannt dafür ist, sich intensiv mit dem Thema Energie auseinanderzusetzen. Man sieht es vielleicht im Ansatz schon, da gibt es überall Solarzellen auf der Fassade. Es ist hier auf dieser Gebäudeseite eher eine sehr glatte Struktur. Aber das Spannende, was ich Ihnen zeigen möchte, ist eigentlich diese Verbindung, weil das der gleiche Nutzer ist und das ist ein Erweiterungsgebäude. Man hat dort diese Brückenverbindung ja, realisiert, um die Gebäude einfach auch zu verbinden oder die Nutzungseinheiten zu verbinden. Und das ist was ganz Futuristisches, weil natürlich einerseits die Funktion gewährleistet bleiben muss, dass Autos drunter herfahren können und andererseits auch die 2 Grundstücke, 2 Gebäude miteinander verbunden werden. Vielleicht das noch zu erwähnen, ich habe es Ihnen gerade in einem anderen Kontext auch gesagt, das ist von Renzo Piano ein Gebäude. Es ist recht unauffällig, aber doch ganz auffällig, weil es sehr viele Funktionen beinhaltet, was das Thema Ökologie betrifft. Es beschäftigt sich sehr intensiv mit dem Thema nachhaltiger Energie, wie Solartechnik, der Sonnenschutz, also Nullenergie, ja, Konzepte, die dort realisiert wurden. Und die Baukörperformen sind auch ganz spannend, städtebaulich dort errichtet worden. Es sind alles kleine Einzelbaukörper, aber im Gesamten wirkt es wieder einheitlich und verbindet sich mit einer innenliegenden ja, Brücke und dadurch wird es wieder zu einem Ganzen und das macht es dann hier auch nochmal städtebaulich sehr interessant.
Ja, zum Abschluss unserer Architekturtour kommen wir jetzt hier wieder in den alten Teil des Hafens. Man sieht auf der einen Seite die Wohnbebauung, die vor dem Medienhafen entstanden ist, und auf der anderen Seite die Bebauung, die sich jetzt hier im Medienhafen entwickelt hat und auch sehr schön einfach in der Gebäudestruktur, wie sich das in den Höhenentwicklungen angepasst hat. Auf der einen Seite das Dach, was so eine Neigung, eine Rampe hat, und die alte Struktur durch die Bebauung, durch die Wohnbebauung. Ein sehr spannendes Gebiet hier im Medienhafen. Wenn Sie Lust haben, die Tour mal nachzulaufen, kommen Sie gerne nach Düsseldorf. Ich bedanke mich für diese schöne kleine Exkursion.